Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch gern einmal alle neuen Items im Bitshop bei Elisabeth vorstellen und welche sich davon in meinen Augen lohnen zu kaufen und bei welchen ihr lieber eure Bits erstmal sparen solltet. Natürlich könnt ihr eure Bits auch erstmal nutzen, um die neuen Items teurer für Coins im Auktionshaus weiter zu verkaufen, denn da die Items noch komplett neu sind, sind auch viele Leute bereit dazu, mehr Coins zu bezahlen, als die Items eigentlich wert wären, wenn man die Bits in Coins umrechnen würde. Aber fangen wir nun mit den neuen Items an. Da haben wir zu einen den Blockstepper für 5000 Bits, welcher quasi das Gegenstück zum Bilderswand ist, denn damit lassen sich mehrere Blöcke der gleichen Sorte mit einem Klick entfernen und im Unterschied zum Bilderswand müssen die Blöcke nicht einmal in der gleichen Ebene liegen, damit ihr sie entfernen könnt. Maximal könnt ihr mit dem Zapper 164 Blöcke auf einmal entfernen und mit dem Update wurde auch eingefügt, dass man sowohl beim Bilderswand als auch beim Blockstepper die letzte Aktion, die man damit gemacht hat, rückgängig machen kann. Aber leider kann man trotz dem Feature nicht wirklich etwas mit Wasser machen, denn man kann keine Aktion mit dem Zapper rückgängig machen, wenn an dem Block dann keine Luft mehr ist. Kommen wir aber zum nächsten Item aus dem Bitshop, den Runensack für 10.000 Bits. Und in diesem kann man dann von jeder Rune und jeder Stufe der Rune einen Stack lagern, was an sich ganz gut ist, weil man dann beispielsweise während Dungeons oder Slayer Grind nicht so schnell das Inventar mit unnötigen Runen zugemüllt bekommt. Aber in meinen Augen ist ein Stack pro Rune etwas wenig, da man gerade von den nicht so häufigen Runen ein Stack ziemlich schnell zusammenbekommen hat. Wegen dem geringen Platz und da man zur Not auch einfach ein Backpack für die Runen nutzen kann, würde ich sagen, nutzt eure Bits erstmal für etwas anderes, bevor ihr euch den Sack kauft oder wartet, bis er vielleicht etwas günstiger im Auktionshaus zu bekommen ist, wenn die Items nicht mehr ganz so begehrt sind. Das nächste Item ist das Autopad Rules 2er Pack. Wenn ihr euch dieses Item kauft und verwendet, schaltet ihr im Pads-Menü ein neues Feature namens Autopad frei und dort könnt ihr bestimmte Regeln erstellen, dass wenn etwas im Spiel passiert, ihr ein bestimmtes Pad ausrüstet. Momentan kann man dort aus folgenden Regeln auswählen. Wenn man sich einloggt, wenn man XP bei einem bestimmten Skill bekommt, beispielsweise wenn ihr anfangt zu meinen, dass automatisch euer Silberfisch-Pad equipped wird. Wenn man eine bestimmte Insel betritt, zum Beispiel wenn ihr auf die Foraging-Insel geht, dass man dann automatisch den Affen oder das Ocelot-Pad equipt. Wenn man in Combat ist, wenn man einen bestimmten Mob tötet, zum Beispiel wenn ihr anfangt Zealots zu grinden, dass dann automatisch euer Enderman-Pad ausgerüstet wird. Wenn man Items in einer Collection sammelt, zum Beispiel wenn man anfängt Kartoffeln zu ernten, dass dann automatisch der Elefant ausgerüstet wird. Wenn man eine bestimmte Dungeon-Klasse auswählt, zum Beispiel wenn man Mage auswählt, dass dann automatisch das Schafpad ausgerüstet wird. Wenn ein Event losgeht, zum Beispiel das Fishing Festival, dass dann automatisch der Delfin ausgerüstet wird. Wenn man einen bestimmten Garderobenslot ausrüstet, zum Beispiel wenn man einen Yeti geangelt hat und auf seine Magic Find Rüstung wechselt in der Garderobe, dass man dann gleich auch das Magic Find ausrüsten kann. Wenn ein Boss spawnt, wobei ich mal denke, dass hier Slayer Bosse gemeint sind, dass man dann beispielsweise auf die Black Cat wechselt, um mehr Magic Find für den Boss zu haben. Wenn man ein Slayer Quest startet, um dann beispielsweise von der Black Cat wieder auf den Wolf zu wechseln. Wenn man auf den Experimente-Tisch klickt. Wenn man AFK geht, beispielsweise wenn man viele Millionen Minions stehen hat, damit dann automatisch das Rabbit Pad aktiviert wird, wenn man sowieso AFK auf der eigenen Insel rumsteht. Wenn man ein Griffin Burrow ausgräbt und wenn man ein Wintergeschenk öffnet. Neben diesen Regeln kann man dann auch Ausnahmen hinzufügen, um zu verhindern, dass wegen einer Regel ein bestimmtes Equip wird. Dabei gibt es folgende Ausnahmen. Wenn man auf einer bestimmten Insel ist, wenn man bereits ein bestimmtes Pad ausgerüstet hat, wenn gerade ein bestimmtes Event stattfindet, wenn man ein bestimmtes Slayer Quest aktiv hat und die letzte Ausnahme wäre, wenn ein bestimmter Wochentag ist. Das Item erleichtert einen das Leben in Skyblock um einiges, da die Beispiele, die ich oben genannt habe, nur einige der möglichen Einsatzmöglichkeiten für die Autopad-Regeln wären. Deswegen würde ich jeden raten, der oft sowas macht, wo man öfters mal das Pad wechseln muss, das Item wenigstens einmal zu holen und wenn man dann die Regel nicht mehr braucht, kann man sie auch neu umschreiben. Und für die Leute mit zu viel Coins oder Bits, die können sich davon ja so viele wie möglich kaufen, wobei ich momentan nicht weiß, ob es eine maximale Anzahl an Regeln gibt, die man haben darf. Und dann kann man sich ja wirklich für jede erdenkliche Situation eine Regel erstellen, damit man später die Autopad-Regeln nicht neu konfigurieren muss. Das nächste Item im Bitshop ist dann die Kismet-Feder für 1350 Bits. Mit dieser kann man dann im Dungeon die Reward-Kiste am Ende nochmal neu auswürfeln, in der Hoffnung besseren Loot darin zu finden. Ob nur eine Kiste gereworked wird oder alle Kisten, kann ich momentan aber nicht sagen, da Dungeon momentan down ist, als ich das Video aufnehme. Sobald ich es aber weiß, pinne ich euch die Antwort unten in die Kommentare.
Wenn ihr die Feder dann im Dungeon benutzt, verbraucht sich diese und pro Dungeon Run kann man auch nur eine Feder nutzen, um die Kisten neu zu rerollen. Gerade für die Leute, die sowieso viel Dungeon spielen, ist das Item sehr interessant, aber auch für Leute, die nur etwas Gewinn mit dem BitShop Update machen wollen, ist dieses Item auch sehr gut, da wohl hier die Nachfrage am höchsten sein wird und auf Dauer auch die Nachfrage sehr hoch bleiben wird, da sich die Items ja ziemlich schnell verbrauchen und im Vergleich zu einer God Potion verbrauchen sich die Federn ja nochmal deutlich schneller. Das nächste neue Item ist ein Enchant für die Farming Tools. Ähnlich wie Compact fürs Mining oder Expertise für das Angeln gibt es bei Farming nun das Enchant Quality Rating, womit ihr mehr Farming XP und mehr Farming Fortune erhaltet, und umso mehr Pflanzen ihr damit abgebaut habt, desto höher wird der Bonus, den ihr von dem Enchant erhaltet, wobei man pro Stufe scheinbar 1% mehr Farming XP erhält und 1 mehr Farming Fortune. Wenn ihr sowieso derzeit oft bei dem Jakob-Event teilnehmt oder eure Coins mit Farming verdient, lohnt sich das Enchant auf jeden Fall, aber auch für die Leute, die noch nicht so gut bei Farming sind, würde ich euch raten, das Enchantment auf eure Farming-Tool zu machen, da ihr damit dann auch eine bessere Chance bei den Jakob-Events haben solltet, einen höheren Score zu erreichen. Da man die Verzauberung ja theoretisch auf jedes Farming-Tool machen sollte, denke ich, dass gerade kurz nach dem Update sich durch den Verkauf des Enchants im Auktionshaus auch noch ganz gut Gewinn machen lässt. Und als letztes neues Item bei Elisabeth haben wir auch 3 neue Enrichments, die man auf legendäre oder mythische Talismane machen kann. Da haben wir zu einem das Sea Creature Enrichment, welches uns 0,3 mehr Sea Creature Chance gibt, ein Ferocity Enrichment, welches ebenfalls 0,3 Ferocity gibt, und das Attack Speed Enrichment, welches unseren Attack Speed um 0,5 erhöht. Von den dreien ist meiner Meinung nach das Sea Creature Enrichment das nützlichste, da es damit deutlich einfacher sein sollte, 100% Sea Creature Chance zu erreichen. Aber das Gute bei den Enrichments ist ja, dass man diese auch relativ günstig jederzeit wechseln kann, indem man einfach den Enrichment Swapper verwendet, welcher gerade mal 200 Bits kostet. Das waren dann auch schon alle neuen Items im BitShop. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, welches der Items ihr am besten findet, und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao!